In diesem Video zeige ich dir, wie du mit Hilfe von Schriften ein lohnendes digitales Business aufbauen kannst, ja, für Grafikdesigner. Und dazu sprechen wir einmal darüber, warum Schriften absolut lohnenswert sind. Und dann zeige ich dir, wie du so Schritt für Schritt eine Schrift erstellst, aber in einem ganz kurzen, groben Überblick, weil natürlich, da muss man ins Detail gehen, um das richtig gut zu erklären. Aber damit du schon mal eine Idee davon kriegst, dass das keine Magie ist, sondern ja, eigentlich harte Arbeit, ne? Und viel Geduld ist da auch noch gefragt, ne? Also, wir fangen damit an, dass ich dir einmal zeige, wer offensichtlich richtig gut Geld damit verdient. Und dafür gehen wir an den Computer und ich zeige dir einmal jemanden, deren Sales ich ja getrackt habe sozusagen. Ich zeige dir auch, wie ich das mache, damit du erkennen kannst, ob das Ganze lohnenswert ist. Ich habe jetzt hier einmal am Rechner mein Dokument aufgemacht und habe hier einen Link. Ich klicke da mal drauf, damit du siehst, wie viel hier verkauft wird. Ne? Ja, einen Moment. So, also ich habe jetzt hier den Etsy-Shop von KA Designs, Fonts and Illustrations. Und wenn ich jetzt hier mal runter scrolle, dann siehst du, die Dame hat 533 Fonts hier drin und ja, die sind offensichtlich ziemlich beliebt. Ne? Hier sind die ganzen Bestseller. Und dann hier drunter siehst du, dass ganz viele Personen jeweils die Fonts im Warenkorb haben. Also wenn ich jetzt hier runter scrolle, daran kann ich schon so ungefähr erkennen, dass das wirklich sehr beliebt ist. Ne? Aber wie ich das jetzt wirklich erkenne, ist, wenn ich aufpasse, wie viele Sales sie so pro Tag hat. Ne? Das sind jetzt hier 85.021 Verkäufe und ich zeige dir mal, heute haben wir den 10:35 Uhr haben wir auf jeden Fall. Also, wir haben heute den 10.8. 10:55 Uhr und ich zeige dir jetzt mal, was ich hier gemacht habe. Ich habe mir nämlich immer aufgeschrieben, zum Beispiel am 26.07., 27.07. und so weiter. Und auch heute Morgen habe ich mir aufgeschrieben, 10.8., 8:30 Uhr, 85.013 Verkäufe und jetzt waren wir ja schon bei 85.021 Verkäufen. Ne? Also selbst heute hatte sie schon 8 Verkäufe. Ne? Aber was wirklich interessant ist, sind die Verkäufe von einem auf den anderen Tag oder besser noch von einer Woche auf die andere. Also hier sind einmal die Verkäufe vom 2.8. bis zum 10.8. Das ist eine komplette Woche. Das sind hier 83.841 und hier haben wir 85.013. Das heißt, wir reden hier gut von 1.100 irgendwas Verkäufen, 1.150, 1.180 ungefähr. Also jetzt einfach nur mal ganz grob geschätzt. Das sind die Anzahl an Verkäufen, die die Dame in einer Woche hat. Und das kann man doch eigentlich nur sagen, herzlichen Glückwunsch, oder? Das ist doch richtig, richtig toll. Ne? Also ich behaupte mal, dass wir alle sehr gut davon leben können, wenn wir in einer Woche 1.000 Verkäufe von Schriften haben und jede Schrift für 5 Euro verkaufen, selbst dann sind das schon 5.000 Euro. Ne? Und es ist ja wesentlich mehr als 5 Euro. Also ein sehr lohnenswertes Geschäft. Aber wie erstellt man denn jetzt nun Schriften? Ne? Ist ja gar nicht so einfach. Ich zeige dir jetzt einmal auf meinem iPad, wie man da die Schriften malt. Also man kann das natürlich auch am Computer machen, aber sehr viel angenehmer ist es, wenn du das auf dem iPad zeichnen kannst und das Ganze dann auf den Computer exportierst. Wir gehen das jetzt einmal Schritt für Schritt durch und damit du so siehst, das ist gar nicht so schwer. Ich habe hier das iPad Pro und den Apple Pencil. Du kannst es auch mit einem älteren iPad Pro machen, das ist auch kein Problem. Also eigentlich brauchst du nur die Möglichkeit, dass das Ganze mit einem Apple Pencil funktioniert. Wenn man das ernsthaft vorhat, ist das eine lohnenswerte Anschaffung. Wahrscheinlich erst einmal nicht so, ja. Das kannst du natürlich, ja, einfach wie du das magst. Ich zeige dir einfach nur mal einmal, wie das im Groben funktioniert. Ich habe jetzt hier einmal so das Alphabet aufgeschrieben. Das ist jetzt hier keine große Hexerei. Ne? Ich habe einfach hier so Linien und da habe ich dann eben mein Alphabet eingetragen. Und jetzt würde ich das Ganze auf meinen Computer exportieren. Ich zeige dir das jetzt einfach mal mit einem Buchstaben, weil das sehr viel einfacher geht. Und hier habe ich jetzt einfach mal ein M genommen für Monja. Ich habe einfach nur ausprobiert. Und exportiere das Ganze auf meinen Computer. Ja, du siehst das jetzt hier nicht so gut. Ich mache mal hier den Hintergrund an.
Also das ist jetzt hier einfach mein Buchstabe, den habe ich jetzt hier gemalt, einfach hier mit einem der Pinsel, die hier sind. So einen Tuschepinsel habe ich jetzt hier genommen und habe schwarz genommen. Wir brauchen einen sehr hohen Kontrast und natürlich ist das Ganze auf einem eigenen Layer hier. Das wird dann hier gemalt, ja, also schön ausgefüllt, je mehr, desto besser in dem Fall, also je ordentlicher, ne? Also es sollten nicht so viele Punkte hier zu sehen sein, ne? Das ist immer schlecht, um das Ganze gleich zu tracen. Jetzt exportiere ich dieses Dokument, indem ich hier auf den kleinen Schlüssel hier klicke und auf Bereitstellen und sage dann PNG. Bevor ich das mache, mache ich aber das Weiße einmal aus, damit ich nur noch den Hintergrund, also den transparenten Hintergrund habe. Also hier auf den Schlüssel, dann auf PNG, wie gerade gesagt, und jetzt kann ich das Ganze auf meinen Rechner schicken. Du hörst schon, es wird exportiert, kommt auf meinen Rechner und dann wechseln wir jetzt einmal dahin, dann kann ich dir nämlich zeigen, was du jetzt als nächstes in Illustrator machen musst. Ich wechsle jetzt hier einmal zu Illustrator und habe mir das Dokument, was hier übertragen würde, habe ich mir einfach jetzt hier in Illustrator reingezogen und jetzt kann ich das Ganze tracen. Tracen bedeutet, dass ich das in eine Vektorgrafik umwandle. Wenn ich das male, ist es eine Pixelgrafik, die aus einzelnen Bildpunkten besteht. Wenn ich die vergrößere, dann wird das Ganze irgendwann unscharf. Bei einer Schrift ist das natürlich nicht gewünscht, ne? Die möchte ich natürlich beliebig groß machen können und dementsprechend brauche ich hier eine Vektorgrafik. Also ich habe das jetzt hier einmal reingezogen, meine Pixeldatei, und habe mir ein Image Trace aufgemacht. Das findest du hier unter Window und dann Image Trace. Du kannst es aber auch über Objekt oder Object und dann hier Image Trace ist das auch zugänglich. Im Deutschen ist das genau an derselben Stelle, deswegen im Notfall einfach abzählen. Hier über Text Wrap ist das. Sieht genauso aus. Was ich jetzt machen kann, ich kann jetzt hier einfach auf Trace klicken und das Ganze wird getraced. Das ist auch schon das ganze Geheimnis im Prinzip. Und du siehst, es hat sich ein bisschen geändert, ne? Und mein Buchstabe ist jetzt nicht mehr, ist nicht ganz so hübsch, weil hier an den Seiten, ja, ist halt gemalt, ne? Jetzt kann ich hier den Threshold erhöhen. Ja, wenn ich das jetzt hier ein bisschen höher mache, dann wird das noch ein bisschen schärfer, wird dann noch ein bisschen anders und du siehst dann halt auch, dass die Anchors, also die Ankerpunkte, die gehen höher, wenn ich das so mache. Ich lasse das jetzt mal so weit stehen. Ich kann hier noch ein bisschen rumspielen, damit ich es dunkler bekomme, aber im Großen und Ganzen ist es das und ich müsste jetzt diesen Buchstaben hier in mein Programm bekommen. Ja, also wenn ich jetzt hier mein Programm, also wenn ich den jetzt einfach hier nehme, mache Command C und wechsle dann in mein Schriftprogramm. Das ist Glyphs Mini. Und Glyphs Mini ist so für um die 50 € zu bekommen. Es gibt natürlich, besser geht immer, eine große Version, aber auch da würde ich erst sagen, dass man das vielleicht erst macht, wenn man sich wirklich weiß, dass man sich um die Schriften kümmern will. Jetzt habe ich mit Command V das einfach mal hier rüber gepackt und das war auch schon das ganze Geheimnis, ne? Also jetzt hätte ich das hier ein bisschen besser schneiden müssen, damit das nicht so viel Weiß drumherum hat, aber im Großen und Ganzen so funktioniert es und jetzt macht man das eben für jeden einzelnen Buchstaben hier, ja. Und natürlich für die Sonderzeichen und für die Zahlen auch. Also man wird das jetzt hier alles durchmachen. Du siehst schon, was hier der Unterschied ist. Wenn du da die Mini-Version des Programms hast, kannst du nicht alles hier reinpacken, ne? Also hier ist ein Punkt und hier ist ein Komma und hier ist ein Hyphen, also ein Minuszeichen und eine Leertaste. Aber hier fehlen einige Zeichen, ne? Die ganzen Sonderzeichen, die man so brauchen könnte. Vielleicht auch ein Ausrufezeichen oder sowas. Ginge jetzt hier nicht. Wie dem auch sei, du hast zum Beispiel auf jeden Fall schon mal deinen Buchstaben hier drin und vom Prinzip kannst du jetzt hingehen und selbst diesen einen Buchstaben als Schriftart exportieren und ja, den benutzen. Ne? Dann kannst du immer nur ein M machen, ja, aber du kannst auf jeden Fall schon mal deine erste eigene Schrift exportieren. Ja, und das ist es eigentlich auch schon. Ne? Also man malt die Schrift, man geht dann danach in Illustrator, trace das Ganze und packt es in Glyphs rein, um dort dann die Buchstaben zusammenzusetzen und als Schriftart zu exportieren. Eigentlich keine große Sache,
zeitintensiv, ja, auf jeden Fall. Lohnenswert, ja, das hast du gerade gesehen, es lohnt sich. Die Hauptfrage ist, möchtest du das, macht dir das Spaß? Ne? Also für Grafikdesigner eigentlich eine sehr, sehr lohnenswerte Sache. Warum? Es ist Evergreen, ja. Also ja, es gibt schon 1 Million Schriftarten, wahrscheinlich noch viel mehr. Die Frage ist natürlich immer, braucht die Welt noch mehr Schriftarten? Ne? Aber man kann sich da durchaus einen Namen machen, weil Schriftarten werden halt auch immer gebraucht. Ne? Egal, was du machst, ne? Ob du Social Media Templates machst und eine extra Schriftart dabei legst oder ob du ja, vielleicht einfach Poster für die Wand machst. Schriftarten sind für all diese Dinge nützlich. Ne? Deswegen eine gute Sache kann man machen und ja, warum nicht? Wenn du daran Spaß hast, ist das dein Businessmodell und sogar noch ein lohnenswertes. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und vor allen Dingen geholfen zu entscheiden, ob das was für dich ist, ob Fondserstellung etwas für dich sein könnte. Und wenn dem so ist, dann freue ich mich, wenn du unseren Kanal abonnierst, die kleine Glocke anklickst, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten und natürlich den Like-Button anklickst und den nicht vergisst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.